Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Seafarer The Ship Sim startet jetzt am 7. Oktober in den Early Access und wir dürfen exklusiv einen Vorabblick reinwerfen in die Early Access Version. Ich habe schon mal ein bisschen angespielt, mich schon mal ein bisschen vertraut damit gemacht und vor allem vielen Dank an Astragon Entertainment für die Bereitstellung und ich finde es auch cool, dass Astragon das Spiel sogar selber entwickelt. Der Entwickler ist nämlich Astragon Development. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, wir dürfen ab heute auch Livestream, also es wird heute auch noch einen Livestream von mir geben, von Seafarer The Ship Sim auf meinem Twitch-Kanal. Da werden wir dann alles nochmal ein bisschen genauer uns angucken, da könnt ihr dann auch nochmal direkt Fragen stellen und ja, die versuche ich dann natürlich auch so viel es geht zu beantworten. Wir gehen einmal rein hier in die Grafikeinstellungen. Habe jetzt alles auf episch gestellt, ist auch ein Unreal Engine 5 Spiel, Frame Generation habe ich an, hier die Anti-Aliasing-Methode, da, ich glaube DLSS, ist DLSS schon mit drin? Nee, DLSS nicht, aber ich mache das so halt mit FSR und dann Frame Generation, Upsampling 100%, alles hier auf episch gestellt. Ja, und dann legen wir auch mal direkt los, ist alles deutsch, ist auch deutsch vertont, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, genau, wir können hier ein neues Profil nämlich machen. Wir erstellen jetzt einfach mal ein neues Profil, nennen das, ja, ich weiß gar nicht, können wir den gleichen Namen lassen? Oder ein Avatar, hier auf jeden Fall die Robbe. Banner unterscheidet man, glaube ich, später dann noch mehr frei. Rahmen können wir alles so lassen und dann habe ich hier Landratte als Titel. Und dann legen wir mal direkt los. Jetzt müssen wir den Charakter erstellen. Ich nehme auf jeden Fall einen Kerl hier. Richtigen Seemann. So, Kopf. Müssen wir mal gucken. Die Haarfarbe. Bisschen dunkler hier. Hier kann man auf jeden Fall einiges an Frisuren nehmen. Oh. Weiß ich jetzt auch nicht. Nehmen wir das hier. Nehmen wir das hier. Das sieht ganz gut aus. Den Bart kann man hier noch einstellen. Ja, nehmen wir den einfach mal hier, oder? Oh. Und den Bart hier noch von der Farbe ein bisschen anpassen, dass das zu den Haaren passt. Ja, ich würde trotzdem den nehmen. So, Kleidung. Ich weiß, ich glaube, da schaltet man später bestimmt auch noch mehr frei, weil jetzt ist hier außer ein Basecap oder sowas. Ist jetzt hier noch nichts, mal erstmal ohne. Hier kann man auf jeden Fall ein paar Jacken noch einstellen. Ich nehme mal das. Eine. Ja, können wir die Jeans lassen. Brille auf jeden Fall. Ich bin der Brillenträger. So. Dann haben wir das drinne. Ich hoffe, dass man da später noch ein bisschen mehr freischalten kann. Und dann legen wir mal direkt los. Gehen direkt rein. Standard. Ja, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß jetzt mit dem Spiel. Schön hier mit der Möwe. Ah, ist doch schon das erste Schiff. Solche Schiffe können wir später nämlich auch im Spiel fahren. Containerschiffe. Ja, man kann, wie gesagt, Containerschiffe steuern. Man kann auch Polizei, also Wasserschutzpolizei, kann man auch eine Karriere machen. Schlepper gibt es auf jeden Fall. Wir fangen jetzt auch gleich mit dem Schlepper an. In dem Tutorial. Und ich weiß gar nicht, was dann später noch alles kommt. Müssen wir uns da mal angucken, wenn wir das Tutorial durchhaben. Da kann man dann auf jeden Fall auch Aufträge und sowas alles annehmen. Und sich dann hochleveln. Wir sind jetzt gerade bei 68 Frames. Und der Performance wird wie gesagt noch geschraubt. Wie gesagt, das ist Early Access, also ist kein Full Release jetzt, ne? Jetzt Early Access. 7. Oktober, wie gesagt, geht's los. Steam Link haue ich euch auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung. Guck mal, da sind wir schon. Da springt ihr erstmal so ein Orca hier aus dem Wasser und hier ist unser Schlepper. Die Eleanor. Ja, wir sind auf jeden Fall hier im Nordischen unterwegs. Wir könnten jetzt Tutorial überspringen, machen wir aber nicht. Wir gehen mal ins Tutorial rein. Hey, ich bin hier. Hier drüben. Alles schön deutsch vertont.
da ist die Legende. Komm mal ran. Ja, ich bin schon da. Laufe auf dem Deck, ja. Bin da. Du kannst von unterschiedlichen Objekten, Charakteren, geh zu Teddy und sprich ihn an. Echt lang her. Ich bin froh, dass du vorbeigekommen bist. Ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Es gibt so viel auf dem Schiff zu tun, das schaffe ich gar nicht alles allein. Also das finde ich schon mal gut mit der deutschen Vertonung. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Aber kannst du das alles eigentlich noch? Na los, ich habe mir einen kleinen Test überlegt. Zuallererst, wenn du nicht mehr weiter weißt, schau einfach auf die Aufgabenliste. Es gibt immer etwas zu tun. Du wirst schon nicht arbeitslos werden. So, willkommen, Seafarer, die Aufgabenliste. Du scheinst es ja bereits kapiert zu haben. Okay, dann machen wir zuerst eine kleine Kreuzfahrt. Rauf auf die Brücke und mach's dir bequem. Dann mal los. Also hier sieht man schon mal das schöne Wasser auf jeden Fall. Man kann sich auf den Booten auch frei bewegen, ne? Also auf allen Booten kann man sich frei bewegen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, jetzt gehen wir erstmal hoch zur Brücke. Auf die Brücke. Hier ist schon ein Rettungsring, kann man bestimmt später auch nochmal interagieren mit. Und jetzt sollen wir hier Platz nehmen. So. Das ist ein super Gefühl, wieder am Steuer zu stehen, oder? Auf deiner linken Seite kannst du den Anker lichten. Und dann geht's los. Den Anker lichten auf der... Ah ja, müssen wir einmal wieder hier. Also mit C kann man die Kamera nach außen... also die äußere Kamera anwählen. So, Anker. Anker wird gelichtet, sehr schön. So, der Alles ist klar. fest. Sobald der Anker eingezogen ist, geht's mit voller Fahrt voraus. Du weißt schon noch, dass Schlepper um 360 Grad drehbare Propeller haben, oder? Einen Rückwärtsgang gibt's also nicht. Okay. Ja, das ist halt jetzt normale Tastatursteuerung, ne? Mit den Propellern hier. Ne, da kann man, wie gesagt, gibt es keinen Rückwärtsgang, hat er gerade gesagt, da muss man dann den Propeller quasi drehen. So, dann geht's los, wa? Super. Dann lass uns mit diesem Schätzchen schon mal eine Runde drehen. So, fahren wir mal ein bisschen los, bisschen Schub geben hier. Weil die Propeller fangen sich direkt an zu drehen. Da unten sieht man auch durchs Wasser. So. Folge den Markierungen. Fahren wir erstmal los. Ja, ich weiß gar nicht, welchen Ort wir hier sind. Bei der einen Mission, da waren wir auf jeden Fall in England irgendwo unterwegs. Aber ich denke, es wird bestimmt auch Missionen geben, wo wir in Deutschland unterwegs sind, an der Nordsee, vielleicht sogar an der Ostsee. Wird es bestimmt später auch geben. Oh wow. Schau dir dieses Chaos an. Letzte Woche ist hier ein heftiger Sturm durchgefegt. Der hat all die Docks, Boote und so abgerissen. Holz, soweit das Auge reicht. So. Können schon mal leicht ein bisschen steuern. Man kann, warte mal, hier bei der Hilfe Ruder zurücksetzen. Jetzt nach Backbord. Kann man auch Sehen wir uns einstellen. das Treibgut mal an. Mit Q setzt man das Ruder zurück. Mit E ist Maschinenstopp. K ist Andocken. Asipods. Ah, guck mal. Alles klar. Guck mal, so kann man die... Ah ja. Das ist natürlich sehr gut, weil wir haben später auch noch so ein Containerschiff und da müssen wir halt seitlich dann andocken. Das ist natürlich sehr gut. Dass man dann hier zum Beispiel das trennen kann. Ah, jetzt habe ich... Nee, warte. Mit Alt war das, genau. Wie kann man das halt auch verbergen? Hier ist der ganze Müll gelandet. Die Umweltschützer sind immer noch nicht fertig mit den Mal Aufräumen. gerade auf die Karte. Aber wir sind auf jeden Fall im Englischen. Also es ist, glaube ich, so eine ausgedachte Gegend. Also es ist jetzt keine Originalgegend. Ich glaube, das ist ausgedacht. Jetzt müssen wir auf jeden Fall hier gleich rum. Da ist der nächste Punkt. Ja, guck mal, wie das aussieht hier. Geil gemacht, oder? Mit den ganzen Trümmerfeldern hier. Jetzt auf jeden Fall... Oh, guck mal, da ist schon eine Seerobbe irgendwo. Und wo höre ich dann eine Menge Robben breit gemacht. Ja, ich höre die schon. Sieht ein bisschen wie du aus. Lass noch ein bisschen lenken hier. Jetzt gleich wieder zurück. Mit Q wieder auf 0 stellen. Mal wie das auch aus mit dem Wasser, ne? Schon ganz schick gemacht. Ist auch, glaube ich, mit Nvidia so eine Technologie. Mit der Wasserphysik. Da gibt es von Nvidia so eine... Oh, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Bisschen langsamer fahren. Dahinter müssen wir jetzt hinter dem Boot. Müssen wir jetzt rechts rum.
Ja, man merkt auch so ein bisschen die Strömung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das merkt man auch. Langsamer. Pass auf den Ja, alles Katamaran gut, da vorne alles auf. gut. Alles gut. Da ist der Katamaran. So, wir machen wieder Ruder zurücksetzen mit Q. Dann können wir gleich durchfahren hier. Die ganzen Vögel hier. Die Robben hört man. Ich hab jetzt noch keine gesehen, aber doch, da ist so alles voll, ne? Hier sind die Robben. Guck mal. Ja, sieht cool aus. Oh, jetzt müssen wir lenken. Oh, 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 oh. Ganz schnell und wieder zurück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt müssen wir gleich in die andere Richtung. Gleich in die andere. Ja, da haben wir ein bisschen zu doll gelenkt. Okay, gut. Vielleicht ein bisschen gegensteuern hier. Ja, das ist immer so ein bisschen zeitverzögert gerade. Machen wir ein bisschen schneller. Die Möwe hier oben. Robben haben wir auch gesehen, sehr schön. So. Ich hoffe, die Robben gewöhnen sich nicht zu sehr an die künstliche Sandbank. Hoffe, ihr findet eine bessere Sonnenliege, meine pelzigen Freunde. So, jetzt da noch hin, zu dem Punkt. Und Mann, dann das fahren Wetter wir, sieht gar nicht gut glaube aus. ich, schon Fahr in lieber den zurück Hafen in den Hafen, rein. bevor es schlimmer wird. Jetzt fängt es an zu regnen. Ich bin auch mal gespannt, wann wir hier den ersten Sturm erleben. Das wird natürlich interessant, ne? Wie das denn aussieht, wenn richtige hohe Wellen sind und sowas. Das habe ich selber jetzt noch nicht gesehen beim Anspielen. Wie gesagt, hatte bisher die Tutorials gemacht und die erste Containerschiff-Mission schon mal gestartet. So, da fahren wir jetzt hin. Ruder setzen wir zurück. Wir haben jetzt volle Power. Schneller geht erstmal nicht. Wir steuern, wie gesagt, hier einen Schlepper. Auch die Musik ganz entspannt so im Hintergrund, ne? Ich denke, das Spiel ist auch entspannt für den Stream, ne? Wenn man einfach mal so eine Strecke mit dem Containerschiff fährt. War ganz entspannt für nebenbei. Guck mal, da hinten zeigt er schon einen Punkt an. Guck mal. Da ist ein blauer Punkt. Willkommen in Mellington. Den Punkt nehmen wir jetzt mal In mit hier. Mettingen hat sich eine Menge verändert. seit Mettingen, du gegangen Mettingen. bist. Aber weißt du, was sich nicht verändert hat? Natürlich, die Fischbrötchen. Die besten gibt's immer noch Fischbrötchen. genau hier. Die besten Fischbrötchen gibt's hier. Ich an Eleanor. Bitte antworten. Hier spricht Kapitän Hansen. Ich sehe, du fährst gerade mit dem Schlepper hinter uns her. Mal kurz. Kannst du uns schnell an den Ablieger schieben? Sie haben uns vergessen und wir müssen sonst 2 Stunden warten. Kein Problem. Wir helfen dir, Kapitän. Okay, fahre zum markierten Bereich. Wie gesagt, später muss man denn... Aber ich will mich nicht beschweren. Hansen ist ein Gut. Ich weiß gar nicht, ob man das hier jetzt schon sieht. Nee, das ist noch nicht freigeschaltet. Hier mit Leertaste, glaube ich, war das. Pausenmenü, Hardwarebergen, Funkmenü. Doch genau, mit Leertaste. Das geht jetzt noch nicht. Sonst hätte ich euch das schon mal zeigen können. So, wir fahren volle Power. Da ist unser Ziel da vorne. Da müssen wir, guck mal, hier sieht man auch die Regeneffekte schön. Kann man die Scheibenwischer hier eigentlich anschalten? Wir können mal hier Licht anmachen. Jetzt ist die Beleuchtung an. Sieht man das hier auch. Die Beleuchtung war noch aus. Signallichter und sowas alles. So, da fahren wir jetzt direkt hin. Und die Uhrzeit ist doch abends, oder? 8:43 Uhr. Oder soll das morgens sein? 10,5 Knoten. Man kann aber auch auf metrisch umschalten. Weingartens wieder aufstreifen. Die haben den Verkehr im Auge. Verhalte dich unauffällig. Ah, bei dieser Sicht sollten wir besser das Licht anmachen. Nur um Das sicher ist zu schon gemacht. Hier kann man jetzt auch nochmal alles anstellen, dass man das alles anmacht. Ich habe es aber schon, wie gesagt, Knopfdruck schon angemacht. Lichter sind an. Ja, Lichter alles an. So, den schieben wir jetzt quasi an die Dockposition. Ah, jetzt kommt schon... Ah, Wind ist jetzt 10 Meter die Sekunde. Bisschen wellig ist es schon. So, den Punkt müssen wir jetzt erstmal erreichen. Und danach das Schiff dann heranschieben. Was schneller fahren können wir gerade nicht. Nach dem nächsten Video gucken wir uns dann
Als das erstes Containerschiff-Tutorial mal an. sonst wird das. Aber So. sei vorsichtig. Ein bisschen langsamer fahren. Fahren erstmal links und dann direkt nach rechts rüber. So, direkt ein bisschen langsamer noch. So, und jetzt gleich rechts rüber einmal. So, jetzt volle Kraft nach rechts. So. Wieder zurück. Wieder zurück, wieder zurück, wieder zurück, wieder zurück. Nein! Ja, das hat immer so zeitverzögert. Jetzt geradeaus hier kommt. Und jetzt? Gib sie! Jetzt Kart gedrückt halten. Funktioniert das halt. Schiebe das Schiff. Also ich muss gedrückt halten, ne? Aber ich muss gedrückt halten. Jetzt wird das Schiff hier geschoben. Leicht. Wir können jetzt auch keine Geschwindigkeit. Doch, wir können Geschwindigkeit. Jetzt. Okay. Volle Power jetzt. Jetzt bewegen wir das Schiff ja nicht. Muss ich K noch gedrückt? Ne, muss ich nicht mehr. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Versuche mich nochmal richtig hier gerade zu positionieren. Volle Power. Bisschen Position. Muss ich jetzt hier K noch drücken? Ne. Gibt der den denn jetzt überhaupt, wenn ich K gedrückt halte? Die Frage, ne? Man sieht das leider nicht so gut. Schiff. Doch, es bewegt sich, ne? Oder müssen wir dieses K gedrückt halten? Das ist jetzt die Frage. K. So fährt er ja nur minimal 0,2 Knoten. Ich weiß nicht, ob er das Schiff jetzt schiebt dabei. Weil er ist ja gar nicht mehr dran. Er ist ja gar nicht mehr... Kommt der wieder... Kommt der wieder ran, oder was? Ich fahre einfach volle Power. Was jetzt? So bewegt sich es auf jeden Fall, wenn wir dagegen fahren. Ah, jetzt. Guck mal, jetzt direkt volle Power zurück. Ach, verdammt. Jetzt einfach ich hier. hab den Test ganz vergessen. Ach, weißt du was? Du hättest eh nicht durchfallen können. Fahr zurück zum Dock und lass uns zur Feier ein paar Fisch. Jetzt mal ein Stück zurückfahren. Jetzt haben wir quasi die Propeller gedreht. Dann können wir gleich einmal drehen hier nach rechts. Ja, das ist jetzt ein bisschen jetzt. Das Und wir müssen da hinten eine hin. richtige Schönheit, oder? Vielleicht darfst du es auch irgendwann abschleppen. Oder noch besser, steuern. Geradeaus. Volle Power. Bis nach links so. Achso, passt das so. So. Ne, es scheint morgens zu sein, weil jetzt einfach nur ein bisschen schlechtes Wetter. Da hinten sollen wir jetzt anlegen. Noch 0,3 nautische Meilen. Wie gesagt, hier wird es auf jeden Fall ein paar mehr Videos geben. Wie gesagt, ich werde die anderen beiden Tutorials dann noch mit euch angucken und dann auch nochmal normale Missionen annehmen. Also, dass ihr das mal seht, wie das ist, wenn man eine normale Mission annimmt, jetzt außerhalb vom Tutorial. Ne? Man muss halt, Ziel ist es halt, ja, auf jeden Fall Erfahrungen zu sammeln, Aufträge zu machen, diese Punkte da verdienen. Wie gesagt, das gucken wir uns nochmal zusammen an. Und ja, und dann quasi höhere Aufträge freizuschalten und so weiter. So, nicht, ob man hier... Da, jetzt, guck mal. Was war das? Machen wir erstmal hier. Und, ja. Und hier anlegen. Anker. Wie gesagt, alles kann man hier noch nicht bedienen. Einige Knöpfe gehen hier nicht. Wie gesagt, hier mit der Beleuchtung. Einiges geht hier noch nicht. Das mit den Scheibenwischern, das kommt bestimmt während des Early Access, denke ich mal. So, wir müssen nach rechts jetzt.
nicht zu doll, nicht zu doll, nicht zu doll. Eieieiei. Der lenkt aber auch schnell, ne? Also der lenkt schon scharf, sag ich mal. Wird wieder ein bisschen... So, da fahren wir jetzt hin. Was ist nachher, wenn ihr das mit dem Polizeiboot, mit der Wasserschutzpolizei, wenn ihr das macht, boah, da ist schon sehr, sehr schnell das Boot. Da muss man schon sehr aufpassen, wie man da lenkt und sowas alles. Also das ist schon heftig. Und da müssen wir jetzt andocken. Da muss man jetzt quasi in so einem Bereich reinfahren. Dann kann man quasi mit K gedrückt halten halt andocken. Man muss aber schon sehr gut in diesem Bereich drinne sein. Sonst wird das nichts. Ich nehme schon mal ein bisschen Geschwindigkeit runter. Da vorne ist unser Dock. So. Verpatzt das jetzt nicht auf den letzten Metern. Ich hab Hunger. Denk schon mal. So. Das sieht ja schon mal gut aus. Ein bisschen nach links noch. Sieht auch ganz gut aus, oder? Wir fahren ein bisschen langsamer. So, ein bisschen nach rechts noch. Aber das sieht ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob jetzt schon das Menü da kommt, die Ansicht. Alte K gedrückt, ja. Aber wir müssen da erstmal reinkommen in diesem Bereich. So, jetzt K gedrückt halten. Aber wir sind schon drin. Das war jetzt so einfach, das wird später ein bisschen schwieriger. Gute Arbeit. Warum kommst du nicht nochmal runter zu mir an die Reling? Ja, machen wir doch. So, Steuerpuls verlassen. So, wir müssen da raus. Man kann hier überall auf dem Schiff komplett rumlaufen. Das hat Spaß gemacht. Aber bevor wir eine Pause machen, will ich dir noch eben die krassen Sachen zeigen, die dein Tablet kann. Hol's raus und ich zeig dir alles. OT ist das Tablet. Genau, hier sind jetzt zum Beispiel schon die ersten Aufträge. Ne, hier brauchen wir halt, wie gesagt, Level 3. Man braucht hier... Ja, müssen wir gleich nochmal gucken, das ist jetzt gerade so ein bisschen alles. Charakter-Editor, Profil-Editor. Das war's schon. Wenn du mit den anderen Fraktionen zusammenarbeiten willst, solltest du dich bei ihnen melden. Genau, hier sind die beiden Tutorials. Hier gibt es XP und dann gibt es diese Punkte halt, ne? Von den Punkten kann man dann später auch... ja, okay, jetzt geht er gleich weiter. Geht er schon. So, jetzt sollen wir halt, wie gesagt, auswählen, ob wir jetzt hier das Crescent Port Logistik Schiff nehmen oder das Tide Guard, ne? Da kann man jetzt quasi Tutorial spielen oder halt direkt Tutorial überspringen und dann das Starterboot wählen, ne? Wie gesagt, da würde ich aber mit euch auf jeden Fall das Tutorial spielen. In der nächsten Folge gucken wir uns mal hier das Containerschiff an. Da müssen wir auch beladen und entladen, ne? Da gehen wir können da schon mal einmal reingehen. Oder? Ich glaube, ich muss das eh nochmal neu laden, denn... Hallo, diese Stimme aus deinem Funkgerät gehört mir, Adriana Luis, deine Ansprechpartnerin Nummer 1 bei Crescent Port Logistics. Da machen wir dann später weiter. Ich muss bloß mal gucken, ob ich jetzt hier speichern kann. Zuständig und regle die Kommunikation mit den Kapitänen. Heute werde ich allerdings auch diese Fortbildung leiten. Der erste Schritt auf der langen Leiter deiner Cargo-Karriere. Aber am Ende wird der ganz große Kahn auf dich warten. Das kann ich dir versprechen. Genau, willkommen bei Crescent Logistics. Unsere Aufgaben sind recht simpel. Wir transportieren Waren von A nach B, legen mit unseren großen Schleppern die ganz großen Schiffe in den Häfen an. Neben den klassischen Containern in verschiedenen Ausführungen haben wir auch Massen- und Schüttgutfracht sowie Flüssiggastransporte im Portfolio, die alle pünktlich innerhalb des Lieferfensters ankommen müssen. In deinen Anmeldeunterlagen habe ich gesehen, dass das hier viel mehr ein Auffrischungskurs als eine Weiterbildung für dich wird. Dann zeig mal, ob das auch stimmt. Wenn du mich bis hierhin gehört hast, weißt du zumindest schon mal, wie man ein Funkgerät bedient. Wir können, glaube ich, jetzt hier mal speichern. Das mache ich jetzt gleich mal. So, Leute, dann machen wir in der nächsten Sitzung weiter. Ne? Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten, wenn ihr kein Video verpassen wollt, auch gerne den Abo-Button drücken. Und wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was haltet ihr von dem Spiel, was ist so euer erster Eindruck. Wie gesagt, mir gefällt es ganz gut. Man muss jetzt natürlich mal ein bisschen weiter gucken, wie auch der
die Langzeitmotivation und sowas alles ist, ne? Das werden wir dann im Stream auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen näher uns angucken. Und wie gesagt, im nächsten Video gehen wir hier mit dem Transportschiff weiter, dann gucken wir uns danach nochmal das Tutorial von der Wasserschutzpolizei an und danach gucken wir dann mal, was man hier noch alles machen kann. Ich gucke mal gerade mit dem Tablet. Das ist jetzt erstmal das Tutorial. Hier sieht man auf jeden Fall nochmal die Schiffe. Das kostet 3000 Punkte. Dann gibt es hier noch andere Schiffe. Es gibt, glaube ich, auch noch ein Feuerwehrschiff. Gibt es, glaube ich, auch noch. Und die Crew wird ab Level 3 freigeschaltet. Eine Bank gibt es hier noch, wo man sich Geld leihen kann. Dann sind hier nochmal die Benutzerprofile. Ja, gut, Leute. Das war's dann erstmal. Vielen Dank fürs Einschalten. Danke nochmal an Astragon für die Bereitstellung. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.